Auf der verlassenen Müllkippe am Stadtrand stand ein gelber Labrador still zwischen den Abfällen und im staubigen Wind. Die Leute in der Umgebung sagten, sie hätten den Hund vor 3 Monaten hier gesehen. Sein einst weiches, glänzendes Fell war nun fleckig und struppig und gab den Blick auf trockene, rote Haut frei, gezeichnet von den Spuren der Zeit. Sein Körper war so dünn, dass seine Rippen sichtbar waren, und jede kleine Bewegung ließ seine 4 Beine zittern und seine Kraft schwinden. Doch in seinen tiefbraunen Augen schimmerte noch ein zerbrechlicher Hoffnungsschimmer, der nie erlosch. Plötzlich ertönte aus der Ferne das Geräusch eines Automotors und weckte eine helle Erinnerung, die die Traurigkeit in seinem Herzen durchbrach. Ein vertrautes gelbes Auto fuhr auf der weißen, staubigen Straße vorbei, und er drehte sofort den Blick, um ihm nachzujagen. Ohne zu zögern stürmte er aus dem Müllhaufen, seine zitternden Beine versuchten, die Silhouette des Autos einzuholen, als es langsam in der Ferne verschwand. Er rannte schwer atmend davon und ließ die qualvollen Tage voller Hunger, Durst und Einsamkeit hinter sich, ohne einen Ort, an dem er Halt finden konnte. Im Auto blickte das junge Mädchen zufällig in den Rückspiegel und erkannte die Gestalt des abgemagerten Hundes, der ihr hartnäckig nachgelaufen war. Ein starkes Gefühl durchfuhr sie und weckte die Sehnsucht, die 3 lange Monate der Suche tief in ihr geschlummert hatte. Das Auto hielt am Straßenrand, in einem Moment, in dem die ganze Umgebung vor lauter überwältigenden Gefühlen stillzustehen schien. Der Labrador stand da, schwer atmend, sein ganzer Körper zitterte, doch seine Augen leuchteten wie ein neu entfachtes Feuer. Das Mädchen trat näher, ihre Hände zitterten, ihr Herz erfüllte sich mit freudiger Gewissheit, als sie die vertraute Gestalt erkannte. Seine Freude brach in Bewegung aus, sein Schwanz wedelte wild, sein Körper taumelte vorwärts in einem Anflug von Freude. Die beiden umarmten sich mitten auf der staubigen, sonnigen Straße, die Wärme des Wiedersehens überbrückte alle Lücken, die während der Zeit der Trennung bestanden hatten. Es bedurfte keiner Worte, nur des Gefühls, den Teil des Herzens wiedergefunden zu haben, der in der Weite der Welt verloren gegangen war. Sie brachte ihn in die Tierklinik, wo das helle Licht auf seinen erschöpften, aber immer noch zähen Körper fiel. Tage voller Infusionen, Bäder und Behandlungen halfen ihm, die tief in ihm sitzenden Schmerzen allmählich zu überwinden. Sie saß immer neben ihm, ihre sanften Augen wie ein Versprechen, dass er von nun an keine Einsamkeit mehr ertragen müsste. Eine Woche später kehrte er in das Haus am Fluss zurück, wo sich im Jahr zuvor das Rauschen des Nachmittagswindes mit dem Geräusch seiner Schritte vermischt hatte. Der Raum im Haus schien wieder zum Leben zu erwachen, als er seine ersten Schritte auf dem vertrauten Holzboden tat. Sie bereitete ihm ein warmes, weiches Nest und machte das kleine Zimmer zum sichersten Ort für diese treue Liebe. Die Zeit verging, das goldene Fell wuchs allmählich nach, und die Augen des Labradors begannen wie eine neue Morgendämmerung zu leuchten. Er rannte vergnügt über die Wiese am Flussufer, sein Schwanz wedelte fröhlich und vermittelte ein einfaches, aber tiefes Glücksgefühl. An diesem friedlichen Morgen gingen sie zusammen, wie 2 verlorene Seelen, die endlich ihr wahres Zuhause gefunden hatten.